Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Xillia2. Ja, wir widmen uns hier gerade ordentlich der Hauptmission und waren im letzten Part im Seehafen. Und jetzt haben wir den Auftrag, hier etwas zu dieser Spirius AG zu bringen. Und das machen wir und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. We've been expecting you, Mr. Krusnik. Please deliver the item in question directly to the CEO himself. Look at this place! It's so big and pretty! Indoor voice, Leia. Who are these people? Meine Freunde. I believe only Mr. Krusnik was invited. We're a package deal. I'm Luger's friend and advisor. And I'm the acting guardian of these miners. I'm acting guardian number 2. And I'm acting guardian of this kitty. One moment, please. Zu geil. Acting guardian number 2, huh? Look who's talking. All of you may enter. Mr. Bakura is most impressed by the loyalty you engender in others, Mr. Krusnik. Zu geil, echt. So. Oh, wir sind schon mit dem Aufzug gefahren anscheinend. Sind wir schon mit dem Boah, wir sind schon mit dem Aufzug gefahren anscheinend. So, das ist der Aufzug. Boah, ist das aufregend hier, oder? Hier ist eine Katze. Flecki. Mensch, Flecki, was machst du denn hier? Ich wusste, dass sich hier oben eine Katze verbirgt, aber ich dachte die ganze Zeit, das wäre eine andere Katze. Naja, egal. So, hier schauen wir auch mal eben nach. Okay, hier hinten geht es nicht weiter, da brauchen wir gar nicht gucken. Aber hier hinten irgendwo war noch ein Raum oder ein Aufzug. Raum oder Aufzug, das ist hier die... Moment, hier war doch gerade noch... Hä? Hier ist aber gar nichts. Wo komme ich denn da hin? Da ist nichts. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Dann gehen wir halt da in das Büro rein. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Why, Luger, I've been waiting for you. Thanks. Any leads on your brother's whereabouts? Well, as it turns out, I have news for you of both varieties. Good and bad. Which one first? Ach komm, fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Mr. Krusnik's going on the police's most wanted list. Your life's about to get a lot tougher. So they're gonna throw Luger in jail? Wasn't there good news? Indeed, I would like to recruit you as an agent in our company. Don't act so surprised. It makes perfect sense. I've been keeping my eye on you this whole time. You never back down from difficult situations. More importantly, you have the strength to face them. I'd wager you've been doing more than just keeping an eye on him. You've been testing Luger. You can't get the true measure of a man by observing from a distance. What do you say? Become one of my agents and I'll keep the police off your back, even if I have to get pushy. He doesn't even have a choice. This is blackmail. I failed to mention that an agent's salary is considerable. You'll be killing 2 birds with 1 stone. You can avoid arrest and pay off that massive loan almost overnight, provided you show me results, of course. What kind of results? No fractured dimensions. Fractured dimensions? Surely you've noticed them. Worlds like ours, but not? Think of this flower as our prime dimension, a world where history flows in a way that's familiar to us. But it's not the only blossom. There are offshoots. When one of these appears, it disperses soul energy from the prime dimension. Our dimension, in other words. Wait, it disperses? That can't be good. And what happens if we don't do anything about it? Ultimately, souls will vanish from the prime dimension. Of
course, this means humans will die out as well. Whoa, whoa, time out. This all sounds pretty far-fetched. Elympios going dry, the failure of Spyrite technology. What if I were to tell you those effects were caused by the loss of soul energy from the prime dimension? It can't be true. Oh, but it is. Spirius has been working to save our world by eliminating its counterparts in the fractured dimensions. How could you possibly eliminate an entire world? That is a question for our friend Luger here. His chromatis transformation has the power we need to infiltrate and destroy these parasitic realities. The power to destroy a world. No fair! I have no idea what everybody's talking about! Luger, for the sake of this world, the true world, you must help us. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll, ganz ehrlich. Damit hat Julius sich also beschäftigt. Ich werde das mal nehmen. He was the best of the best. Julius eliminated more than 100 fractured dimensions. We believe it's very likely that former director Kresnik has fled into one such dimension. Find him and you'll kill 3 birds with 1 stone. That's a good lad. You're officially a DODA agent of Spirius. One thing I still don't get. What's causing these fractured dimensions? It's not a what, it's a who. A great spirit of Canaan. Kronos. The land of Canaan? Another great spirit? There is nothing to fear. We have in our possession the power needed to oppose him. Come to the underground training area, and I will show you how to wield it. I have to admit, being an agent for the Spirius Corporation is kind of a big deal. But are you sure about this? Eigentlich nicht. Ja, bin ich. Diesen Job wollte ich schon immer. Eigentlich nicht. Also mein Gefühl ist eigentlich nicht. Thought so. But if the CEO says you can handle it, that's a big thumbs up. I mean, my editor will barely let me take down a classified ad. This could be your big chance to make it big. Ugh, what reporter uses big twice in one sentence? Sie ist so putzig. Okay, jetzt bekommen wir wahrscheinlich wieder viele Geplaudereien hier. Deswegen fangen wir direkt mal damit an. Bisley Bakor certainly lives up to his reputation. He certainly makes an impression. He's like... Der König von Elympios, der Boss einer Schurkenorganisation. I think so too. He's like the villain on Beach Brigade Sunscreen Rangers. Who? Well, he's like this evil genius who makes fish paste products from dead fish and uses them to rule the seafood industry. But the Sunscreen Rangers will fight him to the death to defend the beach so that they have dead fish to eat. They're fighting to save dead fish from the seafood industry? It was a classic Olympian action series. Palin collected all the toys. I used to watch it with my daddy. And Beasley Bakor resembles that. Well, regardless, he's Luger's boss now. Let's just make sure we're the ones using him and not the other way around. That makes sense. We can't accomplish much without him. But be careful. I don't think that Bakor was lying, but I'm pretty sure he wasn't telling us everything either. I agree. Okay, gut. Dann schauen wir jetzt erstmal, ob hier vielleicht noch irgendwas ganz Tolles in dem Büro rumliegt.
Scheint allerdings nicht der Fall zu sein. Ach komm, irgendwas muss doch noch hier sein. Irgendeine Kleinigkeit vielleicht. Ach gut, dann eben nicht. Gut, wir sollen jetzt zum... How does Beasley know about Luger's power? Not exactly the tailored suits and financial reports sort of CEO, huh? Hier ist was. Nein. Du bist so gemein. Ich hasse dich. 100,000 calls repaid. Keep on keeping on, okay? Go, go, go! Ach, du hast einen Bonus für deine Anstrengung bei der Rückzahlung deiner Schulden erhalten. Yay. Toll. So, wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt einfach nur runterfahren oder wie? Ach, das sind nur 2 Typen. Ich glaube, wir müssen jetzt nach unten fahren. Aktuelles Stockwerk. Oh, wir können uns noch die anderen Stockwerke anschauen. Wir arbeiten ja jetzt hier. Jetzt dürfen wir das. Ja, es ist uns erlaubt. Ja. Ich bin total verrückt. So, okay. Das Geld, was wir gefunden haben, ist schon wieder weg. Also, die ganze Zeit ist es echt so ein wie gewonnen, so zerronnen Spielchen hier. Das ist so traurig, ey. Ich hätte schon sowas von reich sein können, aber nö. Nö. Oh, hier piept es. Aha. Hier kann ich sprechen. Sprechen wollen wir nicht. Wir wollen nicht sprechen. Prüfen. Notfallcode, Ausbildungszentrum. Aha. Kann ich damit was machen? Diese Maschine steuert das unterirdische Ausbildungszentrum für Agenten. Das Terminal zeigt den aktuellen Notfallcode für das Trainingsgelände. Der Notfallcode wird verwendet, um die mechanischen Soldaten zu sprengen. Auf dem Gelände befinden sich viele mechanische Soldaten, mit denen Agenten trainieren können. Aber im Notfall können sie alle auf einmal zerstört werden. Ihr müsst den Code in ein Terminal in der Trainingsanlage eingeben. Der Code wird regelmäßig aktualisiert. Achtet also darauf, dass ihr immer den neuesten Code habt. Obwohl ihr ihn nicht oft benötigen werdet. Hoffe ich. Aha. Sollte ich mir den mal aufschreiben? Ich könnte mir den ja einfach mal aufschreiben. Zur Sicherheit, zum Schutz sozusagen. Moment. 1, 3, 3, 9, 1, 8, 7, 6. Gut. Und meine Katze ist gerade zurückgekommen. Falscher Knopf. Hoffentlich hast du mir diesmal was mitgebracht. That's it? Ach, das wird ja nix. In der Elympios AG kann ich auch suchen? Oh Mann. Okay, wir schicken sie wieder los. Tschüss. Ich könnte mal ein paar neue Kitty-Quiz gebrauchen. Okay, hier ist sonst nichts. Ist hier sonst noch was in der Etage? Nein. Dann können wir in die nächste gehen. Schauen wir uns hier auch noch um. E20. Wie schön. Dann einmal hier gucken, ob hier irgendwas ist. Hier sind ganz schön viele Leute. Aber ansonsten zum Prüfen gab es hier jetzt nichts. Mal gucken hier, ob hier was ist. Nö, scheint nicht der Fall zu sein. Okay, gibt es hier eine Tür? Ja, da hinten. Dann gucken wir hier direkt mal. Hier haben wir wieder so einen Automaten. So, was haben wir hier? Ein Büro. Oh, eine Katze. Tiggy. Yay. Wir haben Tiggy gefangen. Ist ja nicht zu fassen. Hier ist der Müll. Hier ist schon wieder so eine Jukebox. Ah, das war nur Sprechen. Alles klar. Auch sprechen. Die sprechen mit sich selber. Das ist auch sprechen. Ja, sonst doch hier. Prüfen. Zurücklegen. Wir wollen das Sandwich nicht. Sag mal, schläft da einer unterm Tisch? Das gibt's doch nicht. Da schläft einer unterm Tisch. Wie krass ist das denn? Hallo? Was ist das für eine Arbeitsweise hier? Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Das ist doch nicht zu fassen. Der hat voll unterm Tisch geschlafen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist doch echt nicht möglich. Stellt euch mal vor, das wäre wirklich so, ey, da kannst du im Büro, wenn du im Büro arbeitest und bist müde, machst eine Mittagspause oder so, machst Mittagsschläfchen
Und dann heißt es einfach so, oh, ich schiebe einfach mal den Stuhl zur Seite, roll mich in meinen Schlafsack und dann gute Nacht. Schon klar. So, hier haben wir auch was. Das können wir auch wieder zurücklegen. So viel können wir davon anscheinend gar nicht tragen. Also unsere Tasche ist nicht sehr... Hasenpuppe. Gewonnener Titel. Okay, sehr schön. Voll die Hasenpuppe hier geklaut. Oh Mann. So, okay. Ich würde dann mal sagen, wie das Ganze weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin. Tschüssi.